Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die zweite Episode unseres Abenteuers, die Geburt von Atlantis, des Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Grüße von der Stadt Oiaimos. Oiaimon, dein Onkel, hat sich in seiner neuen Stadt niedergelassen. Doch so manches, was ich im Umland von Atlantis erblickt habe, gibt mir Anlass zur Sorge. Im Laufe meiner Reisen sind mir Ungeheuer und Bestien von enormer Größe und furchteinflößendem Äußeren aufgefallen, die das Land unsicher machen. Wenn wir mit der Besiedlung beginnen, werden Begegnungen mit diesen Geschöpfen unvermeidlich sein. Es scheint, als hätten unsere Aktivitäten in Atlantis die Aufmerksamkeit der Olympier erweckt. Manche sind recht zufrieden mit unserem Tun, doch Hera schäumt wie immer vor Eifersucht. In höchster Wut fauchte sie: Finden und behalten gilt auf dem Olymp nicht. Alle Götter sollten die gleiche Chance erhalten, Schutzpatron von Atlantis zu werden. Als es damals um den Schutzpatron von Athen ging, hat da irgendein Gott einfach zugegriffen? Nein, ein Wettstreit wurde ausgetragen. Und überdies habe ich nur ein paar alte, verfallene Städte. Weshalb bekommt Poseidon einen ganzen Kontinent für sich? Ich will auch einen eigenen Kontinent. Mit diesen Worten wirbelte sie herum und stürmte vor sich hin, murmelnd und mit den Armen fuchtelnd aus dem Saal. Hüte dich vor Hera. Wenn sie aufgebracht ist, lässt sie ihren Unmut stets an einem arglosen Unschuldigen aus. Aphrodite hingegen scheint ganz hingerissen von Atlantis zu sein. Sie hat mir bereits mehrere Besuche abgestattet, und zwar stets dann, wenn ich einem deiner Onkel bei der Errichtung eines großen Gebäudes geholfen habe. Als ich unter der sengenden Sonne arbeitete und Schweiß auf Brust, Armen und anderen Körperteilen glänzte, hörte ich Aphrodite gurren: Wie überwältigend, wie atemberaubend, wie kraftvoll. Ich vermag nicht zu sagen, ob sie die Schönheit der Landschaft, das eindrucksvolle, im Entstehen begriffene Gebäude meinte oder mich. Wie auch immer. Ich denke, sie könnte höchst nützlich sein, wenn du ihr ein eigenes Heiligtum errichtest. Ich habe dir die Pläne unserer Gelehrten für ein grandioses neues Bauwerk namens Pyramide zukommen lassen. Auf dem Papier sieht es recht eindrucksvoll aus. Warum baust du nicht eines und stellst fest, was dabei herauskommt? Die zweite Episode unseres Abenteuers, die Geburt von Atlantis, trägt den Titel Alle großen und größeren Geschöpfe. Ja, und vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz die Familienverhältnisse klären. Also wir sind der Sohn vom König Atlas. Und unser Vater ist damit beschäftigt, seine Brüder beim Aufbau ihrer Städte zu helfen. Ja, und wir als sein Sohn sollen Atlantis aufbauen. Ohne die Hilfe unseres Vaters. Allerdings mit einigen nützlichen Tipps, die er uns jetzt hier mitgeteilt hat. Ja, so zum Beispiel, dass Hera eifersüchtig auf uns ist und uns wahrscheinlich heimsuchen wird. Dafür ist Aphrodite sehr uns zugetan und wir sollten vielleicht ein Heiligtum für sie bauen. Was wir allerdings bauen sollen als Ziel ist eine bescheidene Pyramide. Wir können also jetzt hier in diesem Add-on unter den Monumenten Pyramiden errichten. Sehr spannend. Wir müssen aber auch ein Ungeheuer niederstrecken, welches durch unsere Lande streift. Die Bevölkerung muss mindestens 1500 Einwohner aufweisen und wir brauchen 1000 Personen, die in einer Wohnung der Kategorie Wohnhaus oder besser leben. Ja, da haben wir doch hier schon einiges zu tun und auch einiges, was neu ist, wie zum Beispiel der Bau der Pyramide, und wir kehren zurück zu Atlantis. Obligatorisch gehen wir in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. In der ersten Episode haben wir unser erstes Wohngebiet hier aufgebaut und entwickeln lassen, haben hier ein kleines Versorgungszentrum. Ja, und hier produzieren wir Weizen und Fisch und auch Fleisch und Wolle. Hier oben im Norden bauen wir unser geheimnisvolles Metall Orchikalk ab und verkaufen das an unseren einzigen Handelspartner, nämlich Gades. Ja, die Karte hat ja einen interessanten Grundriss. Wir haben hier in der Mitte eine kreisrunde Insel und dann konzentrisch angelegte Wassergräben und dann wieder Landmassen. Und wir haben unseren Stadtpalast hier oben
auf diesem kreisrunden Festland ebenfalls schon errichtet. Gut, ja, dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. Wir haben hier unseren Kontinent Atlantis mit unserer Hauptstadt und wir haben auf der gegenüberliegenden Insel unseren Handelspartner Gades. Und wir können bei Gades Fleisch und Orchikalk verkaufen und wir können Marmor und schwarzen Marmor von diesem Handelspartner erwerben. Dann haben wir einen neuen Verbündeten, nämlich Oyaimos, auch eine Stadt eines unserer Onkels, und wir können hier Orangen und Olivenöl verkaufen und wir können von diesem Handelspartner Weizen und Wein erwerben. Ja, und hier haben wir Ampfer, die noch nicht entdeckt ist bzw. noch keinen Handel mit uns betreibt. Ja, dann schauen wir noch mal ganz kurz bei den Bauoptionen, ob sich irgendwas verändert hat. Also auch in der zweiten Episode können wir keine gehobenen Wohnungen errichten. Bei der Landwirtschaft haben wir bei den Farmen weiterhin die Weizenfarmen. Bei Plantagen können wir Reben, Oliven und Orangen kultivieren. Bei Land und Meer haben wir den Fischerhafen und den Jagdhof. Und bei Viehzucht können wir Schafe und Rinder züchten. Bei Gewerbe hat sich auch nicht viel getan. Sägemühle, Steinmetzwerkstatt, Gießerei, Schwarzmarmorwerkstatt und Metallhütte. Ja, und bei den Werkstätten können wir weiterhin Skulpturen, Olivenöl und Wein produzieren. Bei Vertrieb haben wir unseren Handelspartner Oyaimos und das ist ein Handelsposten. Bei Gesundheit und Sicherheit haben wir alles. Bei Verwaltung können wir jetzt das Steuerbüro bauen und wir haben hier das Hippodrom, was wir errichten können. Also Hippodrom und Fußgängerbrücke, ja, und da kann man so einzelne Segmente bauen. Okay, naja, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Ja, und im Add-on haben wir keine Kultur mehr, wir haben jetzt hier Wissenschaft, da haben wir die Bibliothek und die Astronomie, darunter fällt das Observatorium und die Universität. Und wir haben Technologie, da haben wir das Labor und die Erfinderwerkstatt. Gut. Bei der Mythologie haben wir jetzt die Möglichkeit, die Oase der Aphrodite zu errichten. Ja, und beim Militär haben wir bei den Befestigungen die Möglichkeit, die Mauer und das Stadttor zu bauen. Und bei den Militärwerkstätten haben wir jetzt den Fregattenhafen, die Waffenschmiede und den Pferdehof. Ja, statt der Trireme können wir im Add-on jetzt Fregatten bauen. Bei der Ästhetik haben wir auch einen neuen Button. Hier Poseidon-Pyramide. Da haben wir jetzt die bescheidene Pyramide, die wir errichten müssen. Da müssen wir nachher mal schauen, was wir für Baumaterialien brauchen. Gut, wir können den Pausenmodus jetzt aufheben. Und das erste, was ich mache, ist das Steuerbüro bauen. Das kann hier hin. So. Ja, und ich würde jetzt anfangen, mal etwas Olivenöl zu produzieren. Das würde ich jetzt hier machen. Da haben wir ja genug Platz. Wenn wir hier den Straßenkranz mal entsprechend schließen. So, und dann bauen wir mal hier das so. Tja, was bauen wir denn mal? Bauen wir mal 2 Landarbeiterlager. Dann führen wir die Straße nämlich hier so weiter. So. Dann haben wir nämlich hier die Möglichkeit, entsprechend unsere Produktionsstätten zu errichten. So, dann bauen wir jetzt mal Olivenbäume an. So, und dann brauchen wir natürlich hier auch einen Architekten. Der Wald kann jetzt mal hier weg, den brauche ich jetzt wirklich nicht hier. So. Dann bauen wir den Architekten mal hier hin.
Und dann können wir hier allerdings auch Sperren setzen. Gut, dann können jetzt hier die Oliven entsprechend kultiviert werden. Dann bauen wir hier später unsere Olivenpressen und dann können wir auch später auch dann hier Wein produzieren. Dieses Warenlager hier hatten wir noch keine Bestimmung. Das wird das Olivenöl annehmen. Sehr gut. So, ich würde jetzt gerne hier auch Marmor mal abbauen und auch schwarzen Marmor. Und dann werden wir jetzt mal hier die Straßen so bauen. So. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht, weil der Weg doch ein bisschen sehr weit ist, wenn wir hier das so machen. Diesen Bogen müssen wir jetzt wirklich nicht. Kriegen wir denn hier irgendwie eine Verbindung hin mit einer Brücke? Gucken wir mal. Nee, also hier die beiden Außenringe können nicht miteinander verbunden werden. Das ist schade. Oh, aber so geht. Und das geht auch nicht hier. Ach, schaut an. Also so eine Brücke können wir bauen. Ach, schade. Das wäre schön gewesen, oder? Das geht auch nicht hier. Okay, es geht tatsächlich nur so. Okay, ja, dann bauen wir das doch so. Dann roden wir das mal hier. So, weil dann müssen wir tatsächlich hier könnten wir noch eine Brücke bauen. Hier geht noch eine Brücke. Statt dort. Ja, das ist eigentlich egal. Okay, gut. Ja, man muss jetzt ein bisschen gucken hier mit den Verbindungen der einzelnen Landteile. Da gehen wir mal jetzt so hier und verbinden das. Ja, dann müssen wir jetzt tatsächlich nach hier hin die Straße bauen. Das geht aber ganz gut. Ja, machen wir nochmal hier einen kleinen Winkel. So. Und das müssen wir hier verbinden. So. Ja, ich werde die Steinmetzwerkstätten tatsächlich hier hinbauen. Oh, wir kriegen eine Mitteilung. Ampfer blüht und gedeiht. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, da gucken wir jetzt mal eben nach. Ja, hier haben wir jetzt unseren Verbündeten Ampfer. Kauft bei uns Bronze und Olivenöl, verkauft uns Holz und Rüstung. Oh, da können wir noch Bronze verkaufen. Sehr gut. Ja, ich werde die Steinmetzwerkstätten alle hier aufbauen. Das ist zwar etwas weiter weg, aber wenn die großen Steinblöcke dann in der Werkstatt bearbeitet werden, können dann halt die kleinen Marmorsteinplatten direkt ins Warenlager gebracht werden. Das machen wir mal. Ja, dann bauen wir hier jetzt mal 3 Steinmetzwerkstätten. Ja, und eine Schwarzmarmorwerkstatt, das reicht. So, und hier muss natürlich auch ein Architekt hin. Ja, das passt hier doch ganz gut hin. Dann bauen wir hier eine Sperre. Und dann bauen wir hier die beiden Warenlager. So, einmal für Marmor. Und einmal für schwarzen Marmor. Und dann haben wir hier die Baustoffe auch schön zentral gelegen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, und hier das fruchtbare Gebiet, das können wir im Laufe des Abenteuers dann auch entsprechend kultivieren. So, der Arbeitsmarkt, ja, da haben wir einiges an Arbeitslosen. Wir wollen aber jetzt hier unsere Stadt mal weiterentwickeln. Ich will auch gleich Bronze noch produzieren. Wir brauchen jetzt hier weitere Wissenschaft. So, und der nächste Schritt ist hier die Astronomie. Da haben wir einmal das Observatorium und die Universität. Die Universität bildet die Gelehrten aus, die das Observatorium betreiben.
Und es ist ein relativ großes Gebäude. Und das setzen wir jetzt hier hin. So. Da wird auch schon gesagt, bauen Sie eine Universität, um Astronomen auszubilden. Gut, das machen wir, aber vorher machen wir hier, nein, kein Park, eine Allee noch. So. Na. Und hier kommt dann das dritte Gebäude der Wissenschaft hin. Das bauen wir aber dann jetzt später. So, wir müssen jetzt erstmal noch hier die Universität bauen und das würde ich gerne hier hinbauen. Von hier aus können nämlich dann unsere Gelehrten schön zu den einzelnen Gebäuden der Wissenschaft. So, dann bauen wir jetzt hier, nee, wir machen das anders. Erstmal noch eine Prachtstraße hier bauen. So, das ist doch schick. Und dann kann die Universität jetzt hier hingebaut werden. So. Und dann führen wir nämlich die Straße hier so rum. Dann haben wir nämlich noch die Möglichkeit, das hier später zu erweitern. Der Wald kann hier weg. So, und dann brauchen wir einen Architekten natürlich. Sie haben mich das letzte Mal geärgert. Minotauros, geh und zerstöre ein paar Gebäude. Oh, wie anstrengend. Der Minotauros ist in unserer Stadt. Sie haben mich das letzte Mal geärgert. Minotauros, gehe und zerstöre ein paar Gebäude. Lass die schändlichen Sterblichen wissen, dass mit mir nicht gut Kirschen essen ist. Niemand ist es gestattet, um meine Pläne zu durchkreuzen. Ja, Hermes ist eine Gottheit, die nicht wohlgesonnen ist, wie wir gerade feststellen. Der Minotauros ist in der Stadt. Wir schauen mal wo. Ja, das war natürlich klar gewesen. Hier bei meinem Marmorvorkommen. Wie anstrengend. Auch unsere armen Mitarbeiter aus den Steinmetzwerkstätten. Na gut. Ja, wir können im Moment jetzt keinen Marmor herstellen. Und vielleicht doch kann noch schnell hier der schwarze Marmor weggebracht werden. Ein Block schwarzer Marmor konnte tatsächlich gerettet werden von dem Minotaurus. Und wir sehen, wir haben keine Ochsenkarren mehr, die die schweren Lasten tragen. Jetzt hier im Add-on haben wir Elefanten. Sehr interessant. Gut, der Minotaurus ist in der Stadt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier die Heldenhalle des Theseus zu errichten. Aha, wir brauchen also Theseus. So, und wir wissen ja noch von unseren Abenteuern bei Zeus, dass Theseus in der Nähe des Stadtpalastes seine Heldenhalle haben möchte. Okay. Und sie muss durch eine Stadtmauer geschützt sein. Und ein Gebäude ist eingestürzt. Ein Fischereihafen. Darum kümmern wir uns später. So, also erstmal Stadtmauer. So. Ja. Und dann Heldenhalle. Ja, und ich habe gelesen, dass die Heldenhalle überhaupt keinen Architekten braucht, weil sie nicht zusammenfällt. Das war mir neu und deswegen brauchen wir hier auch jetzt keinen Architekten. Das gilt übrigens auch für unsere Tempelanlagen. Da brauchen wir auch keine Architekten. So, dann gehen wir hier so raus. So, nein, doppelt brauchen wir es nicht. So, dann Verschönerungen. Da haben wir ja jetzt jede Menge Möglichkeiten. Eine Delfinskulptur. Wie hübsch. So. Ja, und dann bauen wir hier eine Allee. Er möchte es ja wirklich schön haben, unser Theseus. So, und der Rest kann jetzt mit Parkanlagen hier ausgefüllt werden. Gut, so, ich hoffe, es ist schön für dich, Theseus. Jawohl, das haben wir alles gut gemacht. Wir brauchen hier 32 Marmorplatten und 16 Amphoren Wein. Oh, okay, gut. Ja, den Marmor können wir jetzt leider nicht produzieren.
Aber wir können Wein produzieren und wir können vor allem jetzt hier Bronze produzieren, weil wir haben jede Menge Arbeitslose. Dann können wir Bronze nämlich verkaufen und müssen den Marmor einkaufen. Den können wir ja hier bei Gades entsprechend einkaufen. Da stellen wir das auch schon mal ein. So. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir mal hier 2 Gießereien. Reicht das erstmal? Ich denke schon, ne? So, und dann bauen wir hier den Architekten auf. So, immer daran denken, dass wir nicht hier irgendwie die Zugänge zu unseren Ressourcen verbauen. So, dann kann hier auch entsprechend eine Sperre hin. Ja, und dann bauen wir das Warenlager. Ja, das kann tatsächlich hier so gebaut werden, weil hier an dem Felsen sind keine Ressourcen. Dann machen wir das so, haben wir das sehr schön kompakt hier gebaut. Bronze. So, dann brauchen wir noch den Handelsposten von Euaimos. Wie bauen wir das? Machen wir das hier direkt dran? Nee, ich glaube, ich lasse hier noch so ein bisschen Platz. So. Ja. Aber Euaimos war verkehrt, stelle ich gerade fest. Die kaufen überhaupt keine Bronze. Das war nämlich Ampfer gewesen. Okay, dann bauen wir das so. Das gibt's ja wohl nicht. So, jetzt klappt es. Dann bauen wir die Straße nämlich hier so rum. Das geht nämlich. So, und hier können wir nämlich dann noch weitere Warenlager bauen. So, und dann müssen wir aber die Sperre hier versetzen. Hallo, geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. Ja, Aphrodite, dir bauen wir auch noch ein Heiligtum. Ich möchte aber jetzt erstmal hier meine Bronze verkaufen. Da können wir sie verkaufen. So, oh, hier ist noch das Warenlager für schwarzen Marmor. Das müssen wir natürlich umstellen. Kann jetzt geleert werden, das brauchen wir ja nicht mehr. Das hatten wir in der ersten Episode gebaut, weil wir schwarzen Marmor geschenkt bekommen haben. So, dann könnte hier Marmor angenommen werden. Dann ist das nicht ganz so weit hier von unserem Pier. Kommt auch schon unser Handelspartner aus Gades. Dann kann jetzt der Marmor schon eingekauft werden. Ah, sehr gut. Das funktioniert. Dann sehen wir wieder den Elefanten. Ja, das ist wirklich sehr nett animiert. Das muss man wirklich sagen. So, können wir eigentlich schwarzen Marmor verkaufen? Ich glaube nicht. Ne? Nee, das war noch nicht möglich gewesen. So, mittlerweile hat sich hier unser Wohngebiet auch bestens entwickelt und unsere Oliven sind geerntet worden und warten darauf, jetzt endlich verarbeitet zu werden. Olivenpressen, dann bauen wir mal direkt 4 Stück. Ja, wir müssen ein bisschen Wein produzieren für unseren Helden. Das können wir jetzt auch direkt machen. Da bauen wir nochmal ein Landarbeiterlager, das kann jetzt hier hin und dann bauen wir ein paar Reben. So, oh ja, da war der Fischerhafen zusammengestürzt. Aber ich glaube, das brauchen wir im Moment jetzt nicht nachzubauen. Unser Silo ist brechend voll.
Ja, und jetzt sehen wir hier, wie das Observatorium schon entsprechend in Betrieb ist. Also die Astronomen sind schon hier fleißig. Ja, und das Wohngebiet möchte jetzt entsprechend, nicht das Wohngebiet, sondern die Bürger, Olivenöl haben, was wir jetzt ja entsprechend produzieren. Ja, hier wütet weiter der Minotaurus. Da müssen wir jetzt tatsächlich unseren Helden Theseus rufen. Ja, unsere Bronzeproduktion läuft auch ganz gut. Ich denke, wir könnten noch eine Gießerei bauen. So. Das Vorkommen ist ja doch größer, als ich dachte. Es geht ja hier noch weiter. Ja, jetzt benötigen wir Mitarbeiter. Naja gut, wie viel brauchen wir? 14. Sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Oh ja, wir haben auch schon Bronze hier im Handelsposten von Ampha. Das kann entsprechend jetzt hier auch verkauft werden. Dann können wir unseren Marmoreinkauf auch ganz gut hier entsprechend finanzieren. Mittlerweile haben wir nämlich schon wie viel? 24. Oh, ist doch gut. Dann haben wir da bald entsprechend die 32 Marmorplatten für unseren Helden beisammen. Ja, ich brauche aber noch entsprechend ja meine Keltereien. Kann ich Wein einkaufen? Ich glaube ja. Ja, bei Eoimos kann ich 16 Amphorenwein einkaufen. Das machen wir jetzt, weil das dauert mir sonst zu lange hier. So, 16. Dieses Warenlager, wo wir ortikal einlagern, kann den Wein annehmen. So, und dann haben wir nämlich auch die Ressourcen gleich schon zusammen. Ja, und das erste Olivenöl ist im Warenlager. Bauen wir auf der Agora den Ölhändler. So, und brauchen wir Verschönerung? Ich denke ja. Na, komm. Arbeiten wir mit Gartenhäusern, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. So. Jetzt werdet ihr erfahren, warum sich selbst der große Gott Zeus vor mir versteckt. Oh je, jetzt haben wir Hera in unserer Stadt und mit Hera ist wirklich nicht zu spaßen. Eine sehr unangenehme Person. Jetzt werdet ihr erfahren, warum sich selbst der große Gott Zeus vor mir versteckt. Die unglücklichen Bürger werden Ios Schicksal teilen und in Kühe verwandelt sein. Die Viehhöfe werden die Stadt nicht mehr mit essbarem Fleisch versorgen können und euer Ruf in der Welt wird sich verschlechtern. Darüber könnt ihr eine Weile nachgrübeln, dummer Sterblicher. Och Gott, wie aggressiv hier. Also, unsere Bürger werden in Kühe verwandelt. Viehhöfe haben wir Gott sei Dank nicht. So, wo ist sie denn überhaupt? Ja, bei unserem Stadtpalast ist sie erschienen. So, hat ihn auch direkt verflucht. Sehr nett, vielen Dank. Was macht sie jetzt? Ach nee. Also sowas zerstört hier einfach die Helden halt. Ja, also sollten wir vielleicht mal warten, bis diese sehr, sehr unangenehme Gottheit hier unsere Stadt verlassen hat. So, der Wein ist eingekauft. Oh, unsere Stadtkasse ist aber auch ganz schön geschrumpft. So, wir haben 4 Weinamphoren. Okay, cool. Dann brauchen wir jetzt Wein nicht mehr entsprechend hier annehmen lassen. Wir kaufen auch keinen Wein ein, weil das dauert nämlich jetzt ein bisschen, bis Hera weg ist. Dann bauen wir jetzt hier die 2 Keltereien auf. So, errichten hier noch ein Warenlager für Wein. So. Dann können wir erstmal noch ein bisschen Wein produzieren. Da kommt sie ja schon, Hera. Bitte zerstöre jetzt nicht mein Silo.
geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. Oh, jetzt hat sie mein Observatorium zerstört. Jetzt baue ich aber direkt wieder auf. Dann haben wir noch eine Rückentwicklung. Ah, die ist aber echt ganz schön anstrengend hier. Oh, da hat sie noch den Karrenschimmer mit dem Olivenöl getroffen. Ja, ich kann allmählich verstehen, dass Zeus dann doch sich anderen Frauen hingezogen fühlt. So, dann können wir hier die Straße mal verbinden. Ja. Hera ist wirklich eine unangenehme Gottheit. Ich hoffe, dass wir bei diesem Add-on nochmal sie als wohlgesonnene Göttin erleben können. So, ich hoffe, sie geht hier zum Stadtpalast und verschwindet wieder. Ja, und unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter. Das Olivenöl ist jetzt angekommen. Ja, mittlerweile haben sich die Dächer der Wohngebäude in eine Grünfarbe verwandelt. Also wir haben jetzt hier zwar die gleiche Bauweise, aber andersfarbige Dächer. So, Hera ist weg, Gott sei Dank. Wir bauen mal die Heldenhalle des Theseus wieder auf. So, und auch da ist die Dachfarbe jetzt grau. Bei Zeus war ja alles mit roten Dachzielen gedeckt gewesen. So, und dann die Mauer wieder schließen. So, hier kann noch ein bisschen was verschönert werden. So, den Marmor haben wir. Wir brauchen jetzt nur noch den Wein. So, ja, dann kaufen wir den jetzt auch wieder ein. Jetzt ist Hera weg. So. Arbeitsmarkt. Ja, 54 Arbeiter brauchen wir. Wir werden mal hier eine Metallhütte abreißen. Ich glaube, wir produzieren ein bisschen zu viel. Orchigkeit. So, Marmor brauchen wir jetzt hier nicht mehr einzukaufen. Ja, wir haben mittlerweile 12 Amphoren Wein im Warenlager. Das ist aber auch leider das Limit, was uns Oioimos entsprechend verkauft. Ja, wir müssen jetzt warten, bis wir entsprechend im neuen Jahr neuen Wein einkaufen können. Aber im Oktober werden ja hier auch unsere Reben geerntet. Dann können wir den Wein produzieren, den wir noch brauchen. Mal gucken, vielleicht müssen wir gar keinen Wein mehr einkaufen. Ach. Was ist jetzt? Haben wir irgendwie doch noch Wein eingekauft? Kriegen hier die Mitteilung, dass jetzt die Stadt nun würdig ist, Theseus zu empfangen. Ach, tatsächlich. Okay. Ja, dann rufen wir Theseus. Fantastisch. So, dann brauchen wir hier auch keinen Wein mehr einkaufen. Das ist sehr schön. Und hier braucht auch kein Wein mehr angenommen werden. Ah, das habe ich schon ausgeschaltet. Stimmt. Ja, wir brauchen jetzt noch Holz und Skulpturen für unsere Heiligtümer. Das können wir ja auch alles selber schon herstellen. Da mache ich jetzt Folgendes. Wir bauen hier schon ein Bildhaueratelier auf. So. Dann kann hier entsprechend auch nicht nur Bronze, sondern auch Skulpturen angenommen werden. Aber nur 4 Stück. Beziehungsweise hier wird ja Marmor angenommen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann können hier Skulpturen angenommen werden. Hier wieder rausnehmen. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Ich bin da. Ja, wunderbar. Theseus ist in unserer Stadt.
Da kommt er anstolziert, geht jetzt erstmal zu seiner Heldenhalle. Ja, und kann sich dann um unseren Minotaurus kümmern, der hier sein Unwesen treibt. Endlich können bald unsere Mitarbeiter aus den Steinmetzwerkstätten unbehelligt hier ihren Marmor abbauen. Ach Gott, der Ärmste. Gut, wir werden aber jetzt hier nochmal 2 Sägemühlen bauen und ein Warenlager dafür und einen Architekten. Sperren nicht vergessen. Dann können wir hier schon mal unser Holz für unsere Heiligtümer produzieren. So, das Warenlager müssen wir natürlich noch einstellen. Das habe ich ganz vergessen. Hier wird jetzt Holz angenommen. So, mittlerweile ist auch Theseus bei seiner Heldenhalle angelangt. Ja, und dann macht er sich auch schon auf den Weg, den Minotaurus entsprechend zu erledigen. Weit hat das ja nicht. So, endlich ist es soweit. Wunderbar, der Minotaurus ist endlich beseitigt und wir können in Ruhe Marmor abbauen. Vor lauter Freude bauen wir noch eine Steinmetzwerkstatt hier auf. Ja, ein Blick auf die Ziele zeigt, dass wir eigentlich nur noch die bescheidene Pyramide bauen sollen. Die Frage ist jetzt, ob wir schon jetzt das Heiligtum der Aphrodite errichten wollen. Ich habe ja eigentlich alle Voraussetzungen jetzt dieses zu bauen. Ich glaube, ich würde das hier hinbauen wollen. Passt das denn überhaupt? Oh, Gades braucht Orchikal. Okay, 10 Barren. Na, dann müssen wir es mal eben kurz hamstern. Das sollte jetzt kein Problem sein. So, ich glaube, das passt hier nicht hin. Wenn ich das drehe, gucke ich mal. Hallo, geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. Doch, es würde passen. Ach, das finde ich eigentlich ganz schick hier. Nehmen wir den Wald noch weg, aber wir brauchen noch ein bisschen Marmor und vor allem müssen diese Schafe hier weg. So, wir brauchen 11 Marmorplatten. Okay, gut. Ja, wir verdienen im Moment so viel Geld. Wir könnten doch ein bisschen Marmor einkaufen, so für den Start. Na komm, kaufen wir nochmal hier ein. So, wie sieht es mit dem Orchikal aus? Da muss ich eben hier den Verkauf wieder entsprechend zurücknehmen. Dann gehört wieder das Orchikal uns und wir können das unserem Onkel schicken. Bitte schön. So, dann den Verkauf wieder starten. Das Hamstern hier wieder aufheben. So, und ein bisschen Marmor kaufen wir jetzt ein. Ja, 12 Arbeitslose haben wir. Das ist ein bisschen wenig für unser Heiligtum, aber das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wir werden nachher das Lohnniveau dann auf hoch stellen. Ja, und wir können auch das Gewerbe für Skulpturen jetzt erstmal ausschalten. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele Skulpturen für das Heiligtum der Aphrodite. So, mittlerweile haben wir nämlich schon 13 Marmorplatten. Dann können wir jetzt das Heiligtum mal platzieren. Ein Schaf ist da noch, was nervt. Gucken wir mal, ob es weggeht gleich. Oder wir bauen es so. Wo ist es denn jetzt? Ach, es geht der Schäfer da entlang. So, das müsste jetzt passen. Oder so.
machen wir so. Ah, verkehrt rum. Okay, etwas mehr drehen. So sieht das gut aus. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Sehr schön. Die Denkmäler verwahren wir mal für unsere gehobenen Wohnungen. Ja, das war jetzt nicht gut, da ist jetzt kein Architekt. Mal zurück mit der Kunsthandwerkergilde. Die bauen wir hier hin. Haben wir schon der erste Marmor zu unserem Heiligtum gebracht. Sehr schön. Ach nee. Der wird zu dem Warenlager gebracht, was wir auf Marmor eingestellt haben. Da war ja noch kein Kunsthandwerker auf unserer Baustelle. So, dann werden wir jetzt mal den Einkauf hier stoppen. Gerade rechtzeitig. So, wir brauchen 6 Skulpturen. Wie viele Skulpturen haben wir denn jetzt? 4. Na gut. Oh, Gade schätzt uns mehr. Ja, hast ja auch Ware gekriegt. Ja, wir müssen noch 2 Skulpturen produzieren. Ne? Müssen wir das Gewerbe doch wieder aktivieren. Ja, ich weiß. Meine Güte, dann machen wir jetzt hier Lohnniveau auf hoch. Haben wir genug Mitarbeiter. So, wir brauchen aber noch 37 Marmorplatten und 12 Ladungen Holz. Naja, Holz produzieren wir ja. Da kommt auch schon die ersten Marmorlieferungen. Also der Elefanten ist wirklich sehr, sehr süß gemacht. Ja, und ich glaube, Olivenöl könnte man auch ein bisschen verkaufen. Da produzieren wir jetzt eigentlich viel zu viel. Aber ich glaube, mit dem Verkauf von Bronze und Orchikal können wir, glaube ich, gute Gewinne erzielen. Na komm, bauen wir noch eine Kunsthandwerkergilde hier auf. Dann geht es doch ein bisschen schneller. Ja, mit schwarzem Marmor können wir jetzt im Moment gar nichts anfangen. Den produziere ich zwar jetzt hier, aber kann man den verkaufen? Nee, verkaufen kann man den, glaube ich, nicht, oder? Nö, Olivenöl können wir noch verkaufen. Ja, während unser Heiligtum gebaut wird, können wir noch ein paar Verschönerungen noch mal durchführen in unserer Stadt. Die brauchen wir sowieso. Hier können schon mal Säulen gebaut werden. So. Ja, und hier müssen wir mal gucken. Könnten wir auch schon mal ein paar Parkanlagen bauen. Hier so. Ja. Ja, und hier machen wir das auch so. Ja, und Olivenöl können wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen verkaufen. Hier bei Oyaimos können wir jetzt Olivenöl verkaufen. Aber nur bei ihm. Sonst verkaufen wir hier sämtliches Olivenöl. So, jetzt haben wir mittlerweile 6 Skulpturen. Das ist schön. Dann können wir jetzt nämlich das Gewerbe für Skulpturen wieder einstellen. Ja, und das Tempelgebäude unseres Heiligtums wird gerade schon aufgebaut. Ja, das Tempelgebäude ist schon fertiggestellt und die große Statue der Aphrodite wird aufgebaut und die ersten Skulpturen sind auch schon am Platze. Ja, und wir sehen, dass das Dach der Heiligtümer auch nicht mehr rot, sondern jetzt eher blau-grau gefärbt ist, um hier noch eine kleine Veränderung zum Add-on zu gewährleisten. Ja, ich denke mir mal, unser Heiligtum wird bald fertiggestellt.
Ja, und da wird auch die letzte Ladung Marmor für den Altar angeliefert. Ja, und unser erstes Heiligtum, die Laube der Aphrodite, ist fertiggestellt. Ja, ich weiß, wir brauchen Mitarbeiter. Dann werden wir mal die Kunsthandwerkergilden jetzt abreißen hier. Ja, und Aphrodite erscheint auch schon. Das ist sehr schön. So, und jetzt sollten wir auch zum Abschluss unserer Episode kommen und unsere bescheidene Pyramide errichten. So, die möchte ich jetzt hier an unserem Stadtpalast errichten. So, da baue ich mal hier so einen Weg raus. Dann können wir die hier hinbauen. Und hier haben wir noch jede Menge Möglichkeit für Dekoration. Okay, dann Ästhetik. Hier die bescheidene Pyramide. Ah ja, das sieht ja interessant aus. Jetzt weiß ich nicht, wie rum ich sie drehen soll. Ich drehe sie mal so. Okay. Nur ein Bauplatz. À la Pharao. Klicken wir mal an. Wir brauchen 24 Marmorplatten und 8 Ladungen Orchikal. Ah, hier brauchen wir jetzt tatsächlich Orchikal und wir brauchen vor allem wieder, glaube ich, eine Kunsthandwerkergilde. Sonst passiert hier, glaube ich, nichts, oder? Ich baue mal hier eine auf. Ja, okay, die brauchen wir jetzt tatsächlich. Auch für diese Bauwerke. Ja, da braucht man natürlich hier auch noch eine Wegeverbindung, sonst können keine Baustoffe geliefert werden. Ja, da machen sie sich schon auf den Weg. Baue ich vielleicht noch eine? Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja. Bauen wir noch eine, aber hat das überhaupt einen Sinn? Weil es steht ja nur einer hier. Nee, ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn. Okay, komm. Dann nehmen wir sie wieder weg. Ja, warum jetzt dieser Elefant diesen Umweg um unseren Stadtpalast gemacht hat, das verstehe ich jetzt nicht. Egal. Okay, also dieser Zipfel hier ist der Eingang zur Baustelle. Erinnert mich wirklich sehr an Pharao. Ja, aber weit haben es hier unsere Elefanten nicht, die Baustelle anzudienen. Allerdings haben wir kein Orchikal. Ich glaube, das Orchikal werde ich jetzt mal nicht verkaufen. Oh, ich glaube, wir haben zu viel Bronze hier. Oh ja. Dann können wir doch durchaus mal eine Gießerei abreißen, oder? So, und Orchikal würde ich jetzt mal hamstern. Nee, nicht hamstern. Nicht verkaufen. Ja, der Elefant geht immer hier einmal um unseren Stadtpalast. Warum er hier diese Abkürzung nicht nimmt, weiß ich nicht. Nun gut. Wir verschönern noch mal ein bisschen weiter hier. Ich muss mal gucken, was hier alles Tolles gibt. Sonnenuhr. Einen hohen Obelisk. Der passt auch wunderbar hier hin, oder? Ja, das finde ich super. Tja, es wird wohl, glaube ich, gerade der Kern der Pyramide hier mit Marmor aufgefüllt. Dann könnten wir doch die Straße schon mal so bauen. Ne, ich baue jetzt gar keine Straße mehr, sonst geht unser Elefant noch diesen Umweg. Er geht diesen Weg hier hoch. Was ist, wenn ich hier eine Sperre baue? Geht er dann hier hoch und dann so? Das probieren wir jetzt mal aus. Obwohl Sperren interessieren ja diese
Lastentiere nicht. Also von daher ist es eigentlich egal. Wir schauen aber trotzdem mal. So, da ist er schon wieder. Die nächste Ladung Marmor. Jetzt bin ich mal gespannt. Ne, das hat keinen Einfluss. Okay, gut, dann können wir die Sperre auch wieder wegnehmen hier. Gut, ich denke mal, der Kern ist jetzt fertiggestellt. Unser Kunsthandwerker hat jetzt auf dem Baugrund sich platziert. Und da kommen auch, glaube ich, schon die nächsten Ladungen Marmor. Ja, und da wird auch das erste Mal zu unserer Baustelle Orchikal geliefert. Die gehen übrigens auch diesen Umweg um unseren Stadtpalast. Aha. Ja, das sieht spannend aus. Ja, und mittlerweile brauchen wir nur noch 4 Marmorplatten und 4 Ladungen Orchikal, um unsere Pyramide fertigzustellen und damit auch dann diese Episode abzuschließen. Da kommt auf jeden Fall schon mal die letzte Ladung Marmor. Ja, und auch die letzte Ladung Orchikal wird gerade zur Baustelle geliefert. Und wir können jetzt unsere bescheidene Pyramide vollenden. Gut, die bescheidene Pyramide ist fertiggestellt. Ja, der Zugang hier ist jetzt verschwunden. Ja, und damit haben wir jetzt diese Episode erfolgreich abgeschlossen. So, können wir hier noch was bauen, bevor der Schluss kommt? Ja, das geht. Ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Du hast einige eindrucksvolle Herausforderungen gemeistert. Wie hast du es nur geschafft, diesen riesigen Minotaurus zu erlegen? Wie ich hörte, hat Hera dir auch einen kurzen Besuch abgestattet. Nach den Berichten, die mir vorliegen, muss die neue Pyramide ja ehrfurchtgebietend sein. Ich wette, du könntest noch grandiosere bauen. In der Zwischenzeit wird unser Problem mit den riesigen Tieren schlimmer. Beim Bau der Stadt Ampha hätte mich ein 3 Meter großer Leguan, den dieser Schurke Hermes geschickt hatte, um ein Haar zum Mittag verspeist. Wenn ich, einer der stärksten Männer der Welt, diesen riesigen Tieren beinahe zum Opfer falle, wie wollen wir dann gewöhnliche Sterbliche davon überzeugen, dass unser Kontinent ein Ort der Sicherheit ist? Ja, diese Episode haben wir erfolgreich gemeistert und die nächste Episode findet wieder in unserer Stadt Atlantis statt und trägt den Titel Großwildjagd. Okay, hört sich auch wieder spannend an. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet und freue mich, wenn ihr weiterhin mit dabei seid. Bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören sage ich Tschüss, euer Dominus.